Du hast Mist gebaut, du hast jemanden verletzt, du hast einen Fehler gemacht. Kannst du dich gut entschuldigen? Ob im Job oder privat. 6 Dinge, auf die du achten solltest, damit deine Entschuldigung auch ankommt. Herzlich willkommen hier in unserem Kanal. Mein Name ist Nicole Krieger. Ich bin Moderatorin, ich bin zertifizierte Kommunikationstrainerin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Sorry, Entschuldigung, tut mir leid. Wie schnell sind so ein paar Worte dahingesagt. Aber so leicht ist das nicht mit dem Entschuldigen. Denn sich wirklich, wahrhaftig bei jemandem zu entschuldigen, das braucht Mut. Denn wir geben ja unseren Fehler damit zu, unsere Fehlbarkeit. Wir geben zu, dass wir etwas nicht richtig gemacht haben und damit machen wir uns auch ein Stück weit verletzlich. Und trotzdem finde ich, sich entschuldigen zu können, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in der Kommunikation. Denn Entschuldigungen dienen dazu, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Entschuldigungen können Beziehungen reparieren. Und Psychologen sagen auch, sich entschuldigen können hält gesund. Denn wenn wir uns entschuldigen, dann bauen wir Stress ab. Und dann sind wir gesünder. Die Ohio State University hat vor ein paar Jahren mal untersucht, was eine Entschuldigung alles haben muss, damit sie wirklich ankommt. Und die Forschenden sind da auf 6 Punkte gekommen, die du beachten kannst, damit deine Entschuldigung wirksam wird. Der erste Punkt ist, dass du dein Bedauern ausdrückst. Sage also, dass es dir leid tut. Und unterschätze nicht die Macht der Worte. Wenn wir etwas aussprechen, hat das eine sehr starke Wirkung auf unser Gegenüber. Der zweite Punkt, erkläre, was schiefgelaufen ist. Und dabei ist es sehr wichtig, dass du Ich-Botschaften sendest. Also eben sagst, ich habe diesen oder jenen Fehler gemacht. Ich habe das und das verschwitzt oder ich habe dich sitzen lassen. Ganz wichtig, zeige Gefühle. Bitte nicht auf der Sachebene argumentieren, sondern sage auch, was es dir bedeutet, was es mit dir gemacht hat. Und keine Rechtfertigung und schon gar keine Gegenvorwürfe. Also nicht aufrechnen, ja, ich habe dich zwar bei unserer Verabredung sitzen lassen, aber beim letzten Mal hast du ja ... Also das ist an dieser Stelle nicht angezeigt, wenn du Vertrauen zurückgewinnen möchtest, wenn du deine Beziehung wieder reparieren möchtest, dann solltest du sehr genau erklären, was dein Fehler war, was du falsch gemacht hast. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Übernimm die Verantwortung für deinen Fehler. Gestehe ein, dass du etwas falsch gemacht hast. Und das ist übrigens der wichtigste Punkt laut dieser Studie. Wenn diese Übernahme der Verantwortung fehlt, dann wird die Entschuldigung nicht ankommen. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Punkte, aber dieser Punkt, Verantwortung übernehmen, der muss unbedingt darin vorkommen. Der nächste Punkt ist, dass du sagst, dass du den Fehler oder dein Verhalten bereust. Also zum Beispiel, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich anders handeln. Oder bitte gib mir Gelegenheit, den Fehler wieder gut zu machen. Ich bereue es wirklich. Und der nächste Punkt ist, dass du anbietest, es wieder gut zu machen. Also wenn du beispielsweise etwas kaputt gemacht hast, dann kannst du fragen, wie kann ich es ersetzen? Oder bei einem Betrug, was kann ich tun, damit du mir wieder vertraust? Was kann ich tun, damit unsere Beziehung wieder repariert wird? Mache ein Angebot, um deinen Fehler gut zu machen. Und dann musst du den anderen auch noch um Verzeihung bitten und das auch wirklich aussprechen. Kannst du mir verzeihen?
Und es kann natürlich sein, je nachdem, was vorgefallen ist, dass der andere ein bisschen länger dazu braucht. Denn Vertrauen ist ja nichts, was du einfordern kannst, sondern Vertrauen muss wachsen. Und dazu braucht es Zeit. Deshalb kann es gut sein, dass dein Gegenüber nicht gleich überschwänglich reagiert und sagt, ja, alles klar, gut, wir vertragen uns wieder, sondern dass dein Gegenüber einfach schon ein bisschen betroffen noch ist. Und hier ist es wichtig, dass du für dich das Gefühl hast, ich habe mein Möglichstes getan, ich habe mich entschuldigt, jetzt ist der Weg frei, dass Vertrauen wachsen kann, dass unsere Beziehung wieder zusammenwachsen kann. Wenn du mehr Tipps für gelingende Kommunikation oder einen überzeugenden Auftritt haben möchtest, dann klick dich doch gerne hier oben mal rein. Da ist unser Blog verlinkt. Da findest du kostenlos zahlreiche Artikel mit ganz vielen Themen, Tipps und Tricks rund um dieses Thema. Einen Aspekt solltest du unbedingt beachten, damit das Entschuldigen gelingt. Schau dein Gegenüber an. Blickkontakt ist wesentlich, wenn wir Vertrauen aufbauen wollen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg.